Ich erinnere mich noch gut an die Kubakrise 1962. Das war eine Zeit, in der eine große Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den USA war in allen Bereichen. Und da hatten die Russen, also die Sowjetunion, auf Kuba Raketen stationiert, um im Ernstfall die Amerikaner gut angreifen zu können. Das haben die Amerikaner nicht gemerkt. Und als sie das herausgefunden hatten, haben sie eine Blockade gemacht, eine Seeblockade und eine Blockade um Kuba herum. Und dann kam die Nachricht, dass sowjetische Schiffe auf dem Weg nach Kuba sind, die Raketen geladen haben. Und dann haben die Amerikaner irgendwie die Russen kontaktiert und haben gesagt, ihr dürft nicht weiter. Und das war so ein Kampf. Ich war in einem Büro in London irgendwo und wir hatten Radios da, weil das in England so ein bisschen üblich war, und haben da gelauscht. Und dann kam das, was wird passieren, wenn die jetzt trotzdem weiterfahren? Und dann, das dauerte eine ganze Weile, und dann kam eine Nachricht durch, dass Kennedy gesagt hat, sie würden die Schiffe versenken. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate. Und das war damals, würde ja bedeuten, ein Atomkrieg. Damals, beide Mächte hatten diese Atomwaffen und bedrohten sich damit. In einem konventionellen Krieg konnte man nicht führen. In Cuba itself, 100,000 men were put under emergency orders as they had been during past invasion scares. The waterfront in Havana and along other parts of the coast bristled with gun emplacements as the Cuban regime waited to see what their bosses in the Kremlin were doing. Also hätte es einen Atomkrieg gegeben. Und das war eine schlimme Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das gedauert hat, bis plötzlich die Nachricht kam, die Sowjets drehen mit den Schiffen ab. Und das war der Chruschtschow damals, der im oberen Gremium da die überzeugt hat, dass man keinen Krieg macht und das aufgibt. Und dann mussten die alle, mussten die zurück, und der Krieg hat nicht stattgefunden.